Herr Altleben, ich grüße Sie ganz herzlich zu dieser Meine Meinung am Mittag. Auch wir wollen über die Schulden sprechen, die gemacht werden sollen, über die abgestimmt wird. Herr Altleben ist Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die Abgeordneten, sollen die am Ende für dieses Paket zustimmen? Glauben Sie, dass es eine Mehrheit geben wird? Das sind zwei Fragen. Also ich fürchte, es könnte eine Mehrheit geben. Aber wenn ich eine Empfehlung abgeben würde, würde ich sagen, jemand, der für die soziale Marktwirtschaft steht und für eine nachhaltige Finanzpolitik, kann da nicht zustimmen. Warum? Zum einen ist natürlich dieses wahnsinnige Volumen ohne eine verbindliche Gegenleistung. Also Sie wissen gar nicht, wofür Sie abstimmen. Das ist ein Blankoscheck. Die nächste Regierung, wer auch immer sie bilden wird, und wahrscheinlich schwarz-rot, aber es kann ja auch sonst noch was passieren, hat ein riesiges Finanzvolumen zur Verfügung und kann es dann nach Belieben mehr oder weniger ausgeben. Es sind 500 Milliarden plus die Schulden für die Verteidigung. Die müssen natürlich auch wahnsinnig mit Zinsen bezahlt werden. Man rechnet damit, dass es irgendwann die Zinslast des Bundeshaushalts auf etwa 100 Milliarden geht. Das muss ja auch erwirtschaftet werden. Und das geht nur, wenn gleichzeitig erheblich das Wirtschaftswachstum steigt. Aber auch dafür gibt es ja keine Zusage. Also wenn morgen abgestimmt wird, weiß man nicht, gibt es Strukturreformen. Im Moment sieht es nicht danach aus, nach den Sondierungsergebnissen. Und was man jetzt schon bemerkt, die Zinsen gehen nach oben. Das heißt, die Häuslebauer, die werden jetzt schon gehemmt zu kaufen und zu bauen, weil die Zinsen nach oben gehen. Das verlagert sich dann alles auf den Staat. Dann ist der Wirtschaft aber auch nicht geholfen. Und der letzte Punkt, haben Sie ja gerade hier drüber gesprochen, die Klimaneutralität im Grundgesetz bis 2045. Selbst wenn es nicht als Staatsziel formuliert ist. Der Verfassungsgesetzgeber setzt dann diese Frist. Und natürlich wird bei jeder Gerichtsauslegung durch jeden Richter dann darauf berufen, dass es ja schon im Grundgesetz drinsteht. Und die ganzen NGOs werden das bei ihren Klagen immer mit anführen. Es besteht mindestens die Gefahr, einige Verfassungsrechtler sagen auch, es wird auch sicher so sein, dass das dann verbindlich wird. Und dann kommt man von der Nummer nicht mehr runter, was Schwachsinn ist, weil in Europa haben wir ja das Ziel 2050. Wir haben einen europäischen Emissionshandel. Das heißt, es bringt gar nichts. Der CO2-Ausstoß europaweit wird sich nicht ändern. Nur für Deutschland wird es besonders teuer. Wie sieht denn das am Ende aus mit dem Handwerklichen? Sollte es jetzt zum Beispiel keine Mehrheit geben? Chaos, Neuwahlen oder was passiert dann? Also zunächst mal, was das Thema Bundeswehr angeht, gibt es ja dann noch eine Rückfallposition. Die FDP hat ja einen eigenen Antrag zum Bundeswehr-Sondervermögen gestellt. Den könnte man dann verabschieden. Da gibt es auch sicherlich eine Mehrheit. Das heißt, das Thema Bundeswehr wäre dann sicher. Ich finde aber auch nicht, dass, wenn das scheitert, dass es dann Neuwahlen geben muss. Das macht ja gar keinen Sinn. Sondern da müssen einfach die Koalitionäre mit den neuen Bedingungen neu verhandeln. Und das geht auch. Dann müssen halt die Reformen etwas schärfer ausfallen. Und dann muss auch hier und da gespart werden. Mütterrente, Pendlerpauschalerhöhung, das geht dann natürlich nicht mehr. Herr Altleben, Sie haben jetzt gerade sehr eindrücklich beschrieben, wo Sie die Kritikpunkte an diesen Schulden sehen und was dann alles passieren könnte und was nicht gut laufen würde und warum man dafür nicht abstimmen würde. Ich möchte darauf noch mal zurückkommen. Wenn es jetzt durchkommt, wenn es eine Mehrheit bekommt, gehen Sie wirklich davon aus, dass einige der Dinge, die Sie beschrieben haben, dann direkt auch passieren werden? Also das muss so sein. Wenn jetzt diese Schuldenorgie, sag ich mal, kommt, dann muss die Koalition zunächst auf Wirtschaftswachstum gehen. Sie müssten eigentlich sagen, unser Ziel muss sein 2% Wachstum. Das hat Herr Merz ja auch im Wahlkampf mal als Ziel genannt. Und das ist auch dringend notwendig, damit wir später die Zinsen zahlen können für diese Schulden. Dann können übrigens die Schulden auch einen positiven Effekt haben, wenn sie mit wirklichen Wirtschaftsreformen einhergehen. Die SPD müsste dann sagen, okay, wir gehen jetzt voll mit auf Wachstum. Und wenn wir die 2% erreicht haben, in 2 Jahren oder so, dann kann man auch wieder stärker an Umverteilung denken. Also eigentlich müsste die nächste Legislaturperiode aufgeteilt werden. Teil 1, die ersten 2 Jahre Wirtschaftsreform, alles auf Wachstum, quasi das CDU-Wirtschaftsprogramm. Und die nächsten 2 Jahre, wenn das erreicht ist, dann kann man der SPD ein paar Zugeständnisse machen. So könnte es klappen. Ich sehe aber im Moment keine Anhaltspunkte, dass es in die Richtung geht. Also erst die Reform und dann die Schulden, so rum eigentlich, sagt Thorsten Altleben, der Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Hier zu Gast bei Die Meinung am Mittag. Vielen herzlichen Dank. Gerne.